Auf geht's in die nächste Runde der Schlachtnacht. Wir haben hier den Porsche 930 Turbo als Cabrio. Ein sehr schönes Modell in einer sehr schönen Farbe. In der Farbe wird mir das Auto auch in echt sehr gut gefallen, nämlich in Kackbraun Metallic. Richtig schöne Farbe, tut viel her. Und so, jetzt aber kurz zurück zu dem Modell. Man kann Motorhaube öffnen, Türen öffnen, Kofferraumdeckel öffnen. Hersteller Noref. Er kam jetzt hier auf den Schrott, weil Verdeck fehlt, die Rückenlehne von der Rücksitzbank fehlt, Scheibenwischer fehlen inzwischen, die habe ich verkauft, und die Spiegel fehlen. Und er hat hier Lackschäden. Und hier hat er auch Lackschäden. Also eigentlich ein richtiger perfekter Kandidat für den Schrottplatz. Und dementsprechend wird er auch zerlegt. Besonders gefragt sind natürlich Felgen, Spoiler, Scheinwerfer und die Stoßstangen. Das sind so, und die Windschutzscheibe natürlich, ne? Weil die halt oft kaputt geht. Warum auch immer. Das sind so die beliebtesten Teile bei diesem Modell. Und die werden auch wahrscheinlich auch bei diesem Modell jetzt hier auch nicht lange auf einen neuen Besitzer warten müssen. Die werden wahrscheinlich innerhalb der nächsten Tagen auch schon wieder verkauft sein. Und die Schrauben wurden aber öfters schon mal abgemacht. Und die sind auch angerostet. Lecker Schmecker. Auspuff. Auspuff sieht immer so komisch aus, so Noref, ne? Gar nicht schön geworden. Oh, sehr staubig und dreckig von innen. Was ist denn? Oh, Wasserschaden. Anscheinend war der Keller überflutet. Oder die Wohnung. Das ist von Hochwasser. Seht ihr den braunen Dreck hier überall? Das kenne ich von Hochwassermodellautos. Habe ich auch schon öfters gehabt. Und tschüss. So. Geile Fuchsfelgen, ne? Die Felgen von dem Modell sind immer toll. So. Leider sind ja bei Noref meistens die Motoren blöd. Ich denke mal, das wird hier bei dem ja auch nicht viel anders sein. Guck hier, da seht ihr, dass es einen Hochwasserschaden hat. Auch die Federn sind beschädigt, das Ding stand unter Wasser. So. Ja. Alles ein bisschen verschlammt. Man hat zwar versucht, den sauber zu machen, aber man kommt ja natürlich nicht in jede Ecke rein, ne? Innenausstattung. Mit Gurte sogar. Also hier sind Gurte, vorne sehe ich jetzt auf Anhieb keine Gurte. Ne, keine Gurte vorne. Aber hinten sind Gurte, wenigstens etwas. Und hier sind die Gurtanschnaller. Und selbst hier sieht man hier sogar die Bedienteile. Der hat elektrische Sitze gehabt. So. Ja, die Schrauben kann man nicht mal verwenden, die sind alle angerostet. Oh, Türverkleidung ist auch kaputt. Sehe ich gerade hier. Bei dem auch. Ja, hier fehlt was, ne? Ne, hier fehlt nichts. Aber hier ist kaputt. Seht ihr? Malerschaden. So. Mal gucken, weil ich gucke der Vorbesitzer von diesem Modell zu und kann uns das ja bestätigen,
Das da. Oh, hier wurde auch geklebt. Ja, hier wurde geklebt. Zu meinen Ungunsten. Blöd. Dadurch ist das Armaturenbrett, Windschutzscheibe kaputt gegangen. Das ist blöd. Hier fehlt auch ein Tachoanzeige, fehlt. Ja, das Modellauto ist jetzt hier kein Geldsegen. Ich weiß gar nicht mal, wie viel ich dafür bezahlt habe. Ey. Ja, aber ich denke nicht viel. Damals, als in Dresden das Hochwasser war, ne, habe ich viele Modellautos bekommen von dort. Oh, guck mal, der verlorene Spiegel. Cool. Habe ich damals mehrere Sammlungen bekommen. Oh, guck mal, selbst hier ist Schlamm reingekommen. In den Motorraum. Aber das waren dann Versicherungen, die sich das dann mir verkauft haben. Unter anderem, glaube ich, war das die Allianz-Versicherung oder so. Da sehen wir schon ein bisschen was her. Also auch Versicherungen melden sich bei mir und wollen dann halt die geschädigten Sammlungen verkaufen. Ja, den Ruf habe ich inzwischen. Deswegen steht er auf meiner Startseite mit den Versicherungsabwicklungen. Ja, das erste Mal, dass ich sowas mache für eine Versicherung. Ich habe auch Kostenvoranschläge schon gemacht für Versicherungen. Was das Instandsetzen eines runtergefallenen Resin-Modellautos kostet zum Beispiel. So. Boah, scheiße. Da war ja klar, dass der Rahmen abbricht. Komisch, bei dem anderen ging der Rahmen mit ab. Bei dem nicht. So, wir sind auch schon zu Ende. Erfolgreich zerlegt worden, mehr oder weniger. Interessant zu hören, ne? Wie so Hochwassermodellautos verschrottet werden, oder? Ja, das ist nicht das erste Mal bei mir. Kommt mal weg. Ja, kurz zurück zu dem hier. Schönes Modellauto, schöne Details. Ein bisschen enttäuscht mich, dass er vorne keine Gurte hat. Aber ansonsten ganz gut. Der Motor ist außergewöhnlich gut geworden für einen Norev. Und was noch? Die Felgen sind schön. Und die Lackierung ist cool. Das sind so schöne Sachen. Oder hier. Ne, die Motorhaube ist natürlich immer ein absoluter Blickfang vom Turbo. Ne? Mit dem fetten Spoiler. Das ist einfach nur schön. So. Das war's. 8 Minuten hat es gedauert. Ja, okay, ein bisschen weniger. Ja. Ich kann euch das definitiv empfehlen. Der bewegt sich im mittleren Preissegment. Es gibt nämlich ganz viele Neuauflagen davon. Und so im Schnitt bezahlt ihr so für 39er, ja, je nachdem wie der Zustand ist und welche Farbe. Und ob es ein Coupé ist oder irgendwie sowas, ne, dann bezahlt ihr so zwischen 40 bis 80 Euro dafür. Der von AutoArt ist das brutalste dagegen. Also da bezahlt ihr für einen 39er Turbo, beim AutoArt bezahlt ihr locker 300, 400 Euro, 500 sogar. Je nachdem welche Farbe. Da ist der von Norev schon eine ganz coole Alternative und auf jeden Fall eine preisgünstige Alternative, ne? Wenn man, also ich habe auch nicht Bock, 300 Euro für ein AutoArt auszugeben, sage ich ganz ehrlich. Habe ich aber schon gehabt da. Ja, so, das war's. Danke fürs Gucken.